Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir springen gleich rein in meinen Tasmanien-Roadtrip. Ich bin eine Woche mit einem Mietwagen um die Insel gefahren und habe ja wieder wunderschöne Erlebnisse gesammelt. Die Planung hatte ich schon wie bei meinem ersten Roadtrip über Google Maps gemacht und dann entsprechend auch die Flüge gebucht und das Auto gebucht. So, ich bin am Flughafen angekommen und da hinten ist schon mein Stand Avis. Da habe ich das Auto gemietet und da geht es gleich hin. Holen wir jetzt noch meinen Koffer ab und dann geht's zum Auto. So, nach doch längerem Warten bin ich jetzt endlich am Auto. Ich habe es mir schon ganz kurz angeguckt, ist ein ganz fancy. Aber wir haben diesmal hier einen Toyota, ist so ein bisschen so ein Kompakt-SUV, würde ich sagen. Ich bin jetzt hier auch nicht der Autoprofi, aber so habe ich es zumindest gebucht. Wir sind sogar hier relativ modern, also ich glaube das Navi hier hat auch dann, also ich habe hier sogar ein Navi drin, würde ich schätzen. Ist auf jeden Fall ordentlich Platz und sieht gemütlich aus. Na, hier muss ich natürlich jetzt auch wieder eine Woche drin schlafen, das wird wieder mein Zuhause hier. Ich packe jetzt erstmal alle Sachen ins Auto, dann geht es erstmal einkaufen und dann geht es schon auf den ersten Lookout. Ja, ich bin jetzt hier oben auf dem Mount Wellington angekommen. Hier unten sieht man Hobart. Ich glaube, das ist die größte Stadt hier auf der Insel, also auf Tasmanien. Und ich muss extrem aufpassen, dass ich mein Gesicht im Schatten halte wegen meinem Sonnenbrand. Ich glaube nicht, dass das gut ist, weil ich bin jetzt hier nochmal eine Woche quasi der Sonne ausgesetzt. Da muss ich extrem aufpassen. Ja, also hier der Russell Waterfall, sehr schön anzusehen. Ich war ja auch noch oben bei einem anderen. Und generell hier der National Park gefällt mir sehr gut. Es sieht echt aus wie im Dschungel hier. Ja, ich suche mir jetzt nur noch meinen Schlafplatz für heute, irgendwo in der Nähe von Zivilisation. Am zweiten Tag ging es dann zum ersten großen Highlight und das ist tatsächlich auch der Viewing Point, auf den ich mich am meisten gefreut war, wo ich mich am meisten drauf gespannt war und mich am meisten drauf gefreut war. Ja, sogar Englisch? Ja, vor allem Englisch. Gutes Deutsch meine ich natürlich. Nee, es geht hier um den Mount Amos. Ja, gerade dabei, den Mount Amos zu besteigen. Man sieht hier wirklich, man muss hier auch richtig klettern. Also das geht hier wirklich richtig heftig hoch. Da wäre ich fast schon weggerutscht gerade. Musste barfuß laufen. Und gleich weggerutscht von meinen Schuhen. Ja, oben angekommen erwartet einen eine Hammeraussicht. Es hat sich sowas von gelohnt. Auf dem Weg zurück und man sieht, man klettert hier wirklich in den Ritzen hoch und runter. Absolut wild. Ich bin gerade hier am Einkaufen und die Auswahl ist hier ein bisschen begrenzter, was das Dosenfutter angeht. Also ich glaube, ich muss mich hier auf sowas jetzt hier konzentrieren. Oh mein Gott, es ist einfach weißer Sand. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber wirklich unglaublich groß der Strand.
Und die Wellen sind mega geil. Am nächsten Tag bin ich dann rechts oben in der Ecke von Tassi jeden schönen Platz abgefahren. Seen, Strände, Wasserfälle, wie immer, alles dabei. So, guten Mittag, also guten Morgen, es ist aber schon fast Mittag. 11 Uhr, wir sind jetzt in dem Cradle Mountains National Park, glaube ich, so heißt er. Wir gehen jetzt auf diesen Berg hoch hier. Also da will ich hoch, also natürlich nicht ganz hoch auf die Spitze, aber da geht es schon irgendwie ganz hoch. Und ich habe mir hier nochmal so einen richtigen Sonnenschutz gekauft, weil hier mein Sonnenbrand im Gesicht nimmt Ausmaße an, das ist nicht mehr feierlich. So, da stand es gerade. Das Summit 6 bis 8 Stunden Return. Heißt, 3 Stunden hoch, 3-4 Stunden hoch, 3-4 Stunden runter. Ich denke, dass wir es in 3 Stunden schaffen. Ich bin eigentlich ein relativ schneller Läufer, was Bergsteigen angeht. So, seht ihr den Weg, der da hochführt? Zack, zack. Den geht's gleich hoch. Oh, ich freue mich schon so, das sieht so heavy aus. So, kurzes Update, von da hinten bin ich gekommen. All the way. Und jetzt bin ich schon relativ hier nah am Berg. Also da kommt dann jetzt schon der richtig harte Part. Aber der Rest ging jetzt eigentlich relativ schnell. Ja, jetzt beginnt hier wieder richtig das Klettern. Richtig über Stock und Stein wortwörtlich, wobei eher ein bisschen mehr Stein als Stock. Ich bin fast da. Also so einen Berg bin ich echt noch nie bestiegen. Die Aussicht ist jetzt schon geil. Also hier muss man richtig kraxeln, das sage ich euch. Ich bin oben angekommen. Hier ist so ein Riesenplateau. Ja, für alle, die Höhenangst haben, schauen jetzt mal kurz weg. Also hier geht es straight runter. Mega Aussicht. Okay, Cradle Mountain Summit, 13 Kilometer, 6 bis 8 Stunden. Ich bin komplett im Arsch. Bin jetzt angekommen, wieder zurück beim Shuttlebus. Holy moly. Das Leben im Auto ging natürlich weiter. Ich habe jetzt nie in einem Hostel geschlafen oder in einem Hotel. Haare waschen, Zähne putzen und schlafen, quasi immer auf dem Sprung. Ich muss sagen, ich war ja auf meinem ersten Roadtrip vor ein paar Tagen. Dann war ich 3 Tage im Hostel und da haben halt Leute geschnarcht und es war laut nachts, ich konnte kaum pennen und da habe ich mir echt gedacht, Alter, ich will wieder zurück ins Auto, ne? Weil hier habe ich meine Ruhe, hier kann ich schlafen, das ist
ist wie so ein eigenes Zimmer halt, ne? Zwar ist es nicht so comfy, ne? Es ist nicht so gemütlich, aber es ist schon halt nice. Okay, bevor hier die Synapsen gleich komplett durchbrennen, fahren wir mal lieber schnell weiter. Ich war dann oben noch an der Westküste, da war so starker Wind. Hier ist es so windig, ich muss mein Handy mit beiden Händen festhalten, sonst fliegt es weg. Und abends hatte ich dann wieder einen Schlafplatz zurück in den Bergen. Ja, ich habe mir schon meinen Schlafplatz hier gesucht, mitten in den Bergen. Und hier ist es übel kalt. Wir haben hier so unter 10 Grad, glaube ich. Es ist übel kalt. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal mir meinen Schlafsack gönnen, noch ein paar Snickers reinziehen und dann genieße ich noch den Sonnenuntergang. Frühmorgens bin ich hier durch ein Dorf gefahren und das hat mich einfach so stark an den wilden Western erinnert. Hier sehen tatsächlich viele Gegenden so aus in Australien, so einfach mit diesem Stil. Finde ich sehr geil. In Tassie zu fahren war wirklich ein Erlebnis, aber leider sieht man dort sehr viele Wildunfälle. Also wirklich alle paar Kilometer sieht man tote Tiere, da ist halt einfach sehr viel Wild und ja, da fährt jetzt halt auch kein Ranger rum, der jedes Mal die Tiere aufsammelt, deswegen sieht man da leider sehr viel. Ja, dann ging es noch den ganzen Weg zurück nach Hobart und am letzten Tag bin ich noch da den ganzen Süden abgefahren, auch noch mit vielen Highlights dabei. War auch ein schöner Abschluss dann am Ende. Ja, ich hatte gerade ein schönes Fenster auf und da kommt hier eine riesen Welle rein, ey. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Am Ende habe ich dann das Auto on point zurückgegeben, natürlich in bester Ordentlichkeit. Und mit dem Flieger ging es dann zurück nach Melbourne. Ich bin in 6 Tagen ca. 2700 Kilometer gefahren bei einem Verbrauch von 6 Litern. Hin- und Rückflug hat $310 gekostet, das Mietauto $800 und Sprit $290 für 6 Tage. Verpflegung, Eintrittsgelder und Parkgebühren insgesamt $520 und insgesamt hat der Tassie-Trip ca. $1.900 gekostet. Quasi fast genauso viel wie mein 2-wöchiger erster. Das lag auch jetzt einfach daran, dass das Auto viel teurer war für die 6 Tage tatsächlich und der Flug kommt natürlich auch noch on top. So, ich bin wieder in Melbourne. Das war's mit meinem Roadtrip in Tasmanien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Dinge mitnehmen. Ich muss noch dazu sagen, im Flughafen haben mich die Leute echt angeguckt, als wäre ich ein Zombie. Ich glaube, das kommt auch ziemlich nahe mittlerweile. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Und ich sage, Schmidi bleibt on Tour.